Hallo Alice. Hallo, servus. Hi. Habt ihr keine Wunschkrapfen mehr heute? Ja, leider alles fertig. Aber ich habe noch etwas für euch. Hast du euch aufgehoben? Ja, oh, schön, schön. Ja. Schau. Eine lebenslange Verarsche ist das. Na, wie läuft's im Nachrichtenbusiness? Dreimal darfst du fragen, hey. So viel los, so viel Stress schon, hey. Immer auf Abruf mit den ganzen Events. Und jetzt oben war ich da im Wald, weißt du Bescheid. Hey. Ja, ich war gerade oben. Und da dort. Oh, ja. Du weißt, dass meine Freundin beim Polizeiverein ist. Ja, genau. Ja. Und die machen da oben keine gescheite Spurensicherung. Überhaupt. Stümperhaft. Also ich muss da wirklich ein Auge drauf werfen, weil mir kommt vor, ohne mich läuft der Laden da oben überhaupt nicht. Ja? Prost. Wow, geil. Exquisit. Okay. Machst du da einen Wunschkrapfen nicht? Na, danke schon. Ich mach gerade Diät, habe Magenverstimmung. Na dann ist mein. Oh, ja. Weißt du, es ist ja echt einmal geil, was anderes zu berichten, als über den Jungbauernball oder den Semmelknödel-Stammtisch. Ja. Aber gestern, ja, der Vizebürgermeister oben, also wirklich. Und für das habe ich Schauspiel studiert. Ja. Das ist so eine Sauerei da oben. Übrigens, da habe ich. Okay. Ja. Das schaust du das ganz genau an. Das ist Oh mein Gott, ey. Das ist das, wo sie die Genitalien und den Bart abgeschnitten haben. Ganz beim genau. Opfer. Ganz bestimmt sein. Genau, so das ist. Pretty bloody, ja? Oder nicht? Du musst die Polizei bringen. Ey. Ja. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft, absolut. Oh, ja, das ist gutes Beweismaterial, ne? Auf jeden Fall. Das war hinter der Absperrung, habe ich das gefunden. Hipster ist damit eingraviert worden in einen Baum. Ja. Das ist ja krass. Ey. Das ist das Beweismaterial überhaupt. Ja. Ja. Und ich hab's gefunden. Ja. Ja, ich muss jetzt los. Ich muss sofort zu Marianne. Ich meine, wenn sie mal Zeit hätte für mich. Mach Weil das, ja. sie flirtet ja lieber mit ihren Kollegen rum, als mit mir irgendwie was zu machen, was Schönes. Kann man. Ja. Einmal gibt's was das drauf. Die ganzen Schnurrbärte, was jeden Tag siehst, auf der Straße, überall. Jeder hat einen Schnurrbart und stellt ihn zur Schau, als war da überhaupt nichts dabei, als war man allein. Es ist auch nicht so, als wäre das meine Schuld. Wenn sie so vor die Tür gehen oder so Sachen zur Schau stellen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es auch irgendwer anderer haben will. Das ist einfach schon überhaupt für uns alle so eine uralte Tradition, so gewisse Ernten. Es braucht es halt zu manchen Zeiten, umso mehr, dass man da nicht dabei sich anlegt. Und dann sind alle beruhigt und der Welt geht's besser. Und im Grunde fühlt man dabei niemandem einen Schaden zu. Wenn man sich dann nur selber einredet, oh, das ist schlimm oder das tut irgendwem weh, das ist jetzt. Kann man immer so oder so auslegen. Es gibt für alle mehrere Sichten. Jeder Mensch sieht die Sachen ganz anders. Und was sie sich dann einbilden oder was sie da draus machen, das haben sie ja vor 100 Jahren schon da und haben jedem anderen die Schuld gegeben, als sich selber, wenn ihr Schwanz, wenn ihr da war oder nicht funktioniert, also hat man sie raus.
doch eigentlich nicht viel dabei denkt. Reden ist normal, ist Dos und Repetitur. Was anderes sollte es warten, als dass man sich den Schnauzbart regelmäßig wenig für seine Sammlung besucht. Nicht, wenn jemand ernst, wie gesagt, wenn sie dann dabei sterben oder so, oder von ehrlich jetzt wirklich der Schwanz fehlt, das kann man ja so oder so auslegen. Das ist jetzt eine individuelle Erklärung für das, oder ob sie im Grunde selber verantwortlich dafür sein. Was kann ich denn dafür, dass der Mann einen Schnurrbart hat und den Schnurrbart braucht oder einen Schwanz? Und dann, wenn er auf Wand dranhängt, das ist halt sein eigenes Problem, oder so, alles ist halt meins. Den Schnauze so schlimm das gar nicht gewesen sein. Das sind nicht mehr Schnurrbart sein. Aber dieses betäubt für das reiner Menschenliebe. Das heißt, für mich ist das nicht einfach. Das ist was Fans oder dass es Öffentlichkeit geben kann, dass sich ausdrücken kann, mit Menschen reden kann. Dass man jemand zuhört ohne Schnauzbart. Wie gesagt, jeder kann sich einfach wirklich schätzen. Das ist die richtige Gesellschaft. Wer? Und jetzt ist es so schlimm ist das jetzt eigentlich nicht. Alles, was ich sage oder was ich tue, das tue ich nur für uns alle. Es ist dann halt leider Opfer, das auch einbringen muss. Davon haben wir alle was. Auf einen verdienten Feierabend. Cheers. Cheers. Wann war das ein Arbeitstag heute wieder? Diesen ganzen Verrückten hier, das ist echt wahnsinnig, ey, wie die Leute sich hier aufspielen, wie sich der Bürgermeister aufspielt. Es ist einfach unglaublich, ey. Nicht zu laut reden. Aber ich verstehe das überhaupt nicht, was die gerade haben mit dem Eichhörnchen. Ja, hier passiert ein Mord und die regen sich über irgendwelche Eichhörnchen auf. Das ist so lächerlich, aber... Wie läuft sonst so? Was macht Marianne? Marianne bin ich. Ich meine, deine Freundin. Wie heißt die? Annika? Ah ja, Annika. Habe ich dir doch erzählt? Entschuldigung. Ja, läuft nicht so gut, aber naja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich gewusst hätte, dass wir beide Kollegen werden, dann hätte ich die Annika niemals angesprochen. Aber ich bin ja eigentlich froh, dass ich jetzt hier in Österreich arbeiten darf. Gutes Wetter, gutes Essen, im Winter Skifahren. Aber, ach, wie gesagt, du bist einfach unglaublich und... Ach, wenn ich gewusst Ja, ist ja hätte... schön mit der Natur, aber ich habe das Gefühl, die Menschen haben überhaupt nichts anderes im Kopf, irgendwie außer den Berg hoch und irgendwie oder Fahrradfahren Ich oder... habe so einen Sonnenbrand im Gesicht. Deswegen, ich Darum verstehe das geht es schon. mir jetzt gerade nicht Ja, um Sonnenbrand, mir aber... Muss ich ganz ehrlich sagen. Und darf dir noch eine Sache sagen? Ich noch einen Schnaps oder zwei. Ja. Eine Sache muss ich dir noch ganz, ganz ehrlich sagen. Also, ja, du bist schon eine verdammt starke Frau, wenn du dich durchsetzt und so. Ja, muss ich schon ganz ehrlich sagen, ja, das finde ich schon gut. Da könnte ich mir noch mal eine Scheibe abschneiden. Also das Schönste, ganz ehrlich, an jedem Arbeitstag ist, dass ich weiß, bald ist Feierabend. Wir beide sitzen hier jetzt noch gemütlich mit dir zusammen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist wirklich so eine starke Frau. Maja, es reicht jetzt auch. Boah, ich folge jetzt übrigens so am Vanlife-Kanal auf Insta. Ich schicke dir später noch einen Link her. Schaut richtig geil aus. Oh, by the way, Herr, wir sollten eigentlich den Monsterbus weiterbringen, Herr. Zum Schmafahrt reparieren. Ja, kann man machen, ja. Die fahren jetzt auf Tournee. Die kriegst du wieder so richtig Bock. Was du da bist. Was Interview. Da herinnen in der Bumsen, glaubst du, das ist werbewirksam? Du hast doch schon mit ihm geredet. Ich soll schon die längste Zeit oben sein beim Hurenwirt. Ja, ich weiß ja, Chef. Ich habe gesagt, er soll sich kurz fassen, aber die glauben es halt mehr als mir. Also gut. Während ich jetzt das Interview mache, gehst du da unten zu den zwei blauen Fägeln und fragst sie, wie weit sie mit unserem Fall sind. Es pressiert am Samstag Stauffest. Sind das eigentlich Deutsche? Seit wann arbeiten die für uns? Und schaut ein wenig in Licht.
Was ist denn das? Keine Ahnung, das schon die Fragen. Ich habe sie da herinnen halt schon mehrmals gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Orle ist nicht schlecht für eine Deutsche. Ja, Meloni, tutti frutti. Kennen die ja schon. Gut, dann gehst du zu mir, holst mir fürs Interview noch 2 kurze und dann kannst du die Tittenmasse gleich mit umbringen, damit sie mich auf den neuesten Stand bringt. Ja? Ich schau, was ich machen lässt, Chef. Was mitkommen bitte? Ja. Dankeschön. So, werden wir gleich los, oder? Ja. Geht, oder? Ja, geht. Na also, dann machen wir das jetzt schnell. Normalerweise bin ich nicht um die Zeit auf Pressetour. Läuft die Kamera? Ja, Kamera läuft. Na, du Resi, gibst mir noch 2. Schon schlimm, was da so im Wald passiert, gell? Wann unternehmen wir endlich etwas gegen die Eichhörnchenplage? Die kommen schon ins Lokal herein und klauen die Erdnüsse. Ja, jetzt machst du mal deswegen nicht ins Kleidchen, du hast schon nur eins an. Mir habt das zur Sprache gebracht bei der letzten Sitzung, die Tiere werden entnommen und es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann kannst du uns als Deko oben aufstellen. So. Na jedenfalls, ich habe mir gedacht, wir müssen über unseren Fall reden, und damit wir, also so wir von der Politik, ja. Entschuldigung, ich weiß überhaupt nicht, wer Sie sind. El Manuel hier von Höttingen am Puls mit den neuesten News zu unserem schönen Hötting. Bürgermeister Unzenhuber. Doktor, Magister, Ingenieur, Professor, bitte. Dr. Magister Anhedon ist Vizebürgermeister, vielleicht schon mal gehört? Nein, soll macht das nichts, ist sein? egal. Irrelevant. Sie Das bin oder ich. was? Das bin ich, das passt schon, da gewöhnst du schon dran. Sehr geehrter Herr Dr. Ingenieur, Magister, Professor Unzenhuber. Wir sind ja nicht unweit von dem Waldstück, wo sich der grauslige Mord zugetragen hat. Ich habe mir halt gedacht, Können auch gerne beim Sie bleiben erstmal. muss nicht sein, ist was Deutsches, das machen wir in Tirol nicht. Wir sind prinzipiell per Du, aber da gewöhnst du dich schon noch dran. Jedenfalls, Was wir jetzt wissen, sind die 2 Opfer. Ein deutscher Student und unser Benny aus Hötting. Wie ist denn jetzt die Stimmung in der Bevölkerung? ich habe mir gedacht, wir müssen so als Exekutive und Politik und so ein bisschen, naja, enger zusammenarbeiten. Und Ja, die Stimmung ist jetzt nicht so schlecht. Obwohl es natürlich bedauerlich ist. Aber man muss dazu sagen, dass einer der beiden Studenten kein gebürtiger Höttinger war. Das war so eine ausländische Party. Es waren auch Drogen im Spiel. Und naja, wir wissen ja, wie diese jungen Partyboys sich heutzutage auf die Äste auslassen. ja, wir müssen uns ein bisschen aneinander annähern. Und ich habe mir halt gedacht, dass die Fakten so geheim bleiben, so unter uns. Kann man ja mal zusammen ein Gespräch wissen. Und unser Benny, Gott hab ihn selig. Entschuldigung. Vielleicht so ein bisschen persönlicher, Glas Wein, stimmungsvolle Musik und so. Ja, können Sie vielleicht 2 Schritte nach hinten gehen und wir regeln das irgendwie professionell? Und ich glaube, Sie haben meine Kollegin auch verstanden, ja? Also, nicht nach Hause, kein Wein, sondern morgen aufs Revier kommen. Da können wir über alles reden und da können wir auch drüber reden, dass das Fest abgesagt ist. Und unser Benny, das war schon so ein ganz ein besonderer. Ja, ein besonderer. Dem sein Leben war auch nicht gerade ein Ponyhof, wie man so sagt. Ja? Sag mal, hat der Hanschi gerade zu mir gesagt, das Fest ist abgesagt? Was hat er gerade gesagt? Hanschi? Ja, der hat sich halt leicht beeinflussen lassen und ist mit dem Täter mitgegangen. Ja, der Benny, unser Höttinger Unschuldslamm. Ja, jedenfalls gibt es Handyaufnahmen, die eindeutig beweisen, ja, dass die beiden sehr freizügig und aufreizend sich benommen haben, bevor sie mit dem Täter mitgegangen sind. Der hat gesagt, dass du ein Handschuh bist, also ein halbes Hemd oder sowas. Ja, aber schon sowas von, ihr schafft es ja nicht einmal dafür zu sorgen, dass das Fest stattfindet. Frechheit ist das. Und wie geht's dann jetzt weiter? Gibt es Hinweise zum Täter? Wir freuen uns jedenfalls auf unser Stadtteilfest. Ah, ja, was ich noch sagen wollte. Unsere Führungen zum Goldenen Dachel, die finden weiterhin nach wie vor termingemäß statt. Also ich glaube, da findet man heute wieder nichts raus. Geiler Job. Wie ist denn jetzt insgesamt die Sicherheitslage? Und ich denke da an unsere deutschen Studenten und Touristen.
Muss man sich Sorgen machen? Natürlich muss man sich keine Sorgen machen. Schaut da so aus, als ob sich irgendjemand Sorgen macht? Oder macht sich hier irgendjemand Sorgen? Ja, also das. Deutsche Food krieg ich auch noch, was jeder in Höchting wieder bist. Das Dorf ist abgesagt. Na geh. Sagt wer? Das werden wir schon noch sehen. Wer? Und das vor laufender Kamera? Ich stehe doch da wie ein Idiot. Ihr, entschuldige bitte, aber ihr müsst jetzt gehen. Oh, was ist jetzt mit dem Fest und der allgemeinen Sicherheit? Die Agroarkatzen. Meinen Sie, das hängt zusammen mit dem Klimawandel? Ihr Meinen müsst Sie, das ist jetzt der Klimawandel? gehen. Das Interview ist beendet. Schluss, aus, Amen. Wiederschauen, Dankeschön. Mach. Die Gruber, über die wird viel gesagt. Die Gruber ist ein Mannsweib, die frisst zu viel Schwein und säuft zu viel Schnaps. Die Gruber, die mag Muschis. Letzteres mag wohl stimmen, aber die Gruber mag auch Schwänze. Und die Gruber mag ihre Finger in Dinge stecken, die sie nichts angehen. Das ist im Gegensatz zu ihrem Detektiv. Der steckt da seine Nase rein in Dinge, die ihn nichts angehen. Bei der Gruber sind's eher Arschlöcher, in die sie gern ihre Finger steckt. Manche Männer mögen das, die meisten fühlen sich allerdings homosexuell angegangen. Sie hatte einen roten Kater gehabt als Kind. Der war tropfenförmig dick gewesen und unheimlich faul. Seine unambitionierten Spielversuche am Abend hatten die Gruber fasziniert. Hinter der Kommode lugte Kater dick mit kugelrund orangenem Auge hervor, nur halb faszial sichtbar. Ein großes Auge, ein gespitztes Ohr. Da lässt dann die Attacke nicht mehr lange auf sich warten. Allerdings wird sie nur angedeutet. Attacke interruptus. Jedenfalls dieses Bild, wie Kater dick hinter der Kommode hervorlugt, manchmal dann auch wie ein winziges, adipöses Pony durch den Flur trabt, um sich das nächste Versteck zu suchen, hinter dem er dann wieder verstohlen hervorlugt, in der irrsinnigen Annahme, sein kugeliger Bauch und seine kugeligen Augen könnte irgendwer übersehen, frisst sich in das gruberische Kinderherz. In ihrem wirren Kopf beschließt sie, dass der Kater ein Detektiv ist, der lauert, beobachtet, spioniert. Nur ein Auge, ein Ohr, das mit Schlafzimmerblick auch als schiefsitzender Spionagehut fehlgedeutet werden könnte. Sie nennt den dicken Kater Spion und meint damit Detektiv. Und er, der verpeilte Taugenichts, wird zum Idol der Kleinen. Hier finden wir also möglicherweise eine Erklärung dafür, warum die taffe Frau Polizistin auf den diffusen Detektiv steht. Er ist ein Negativ, ein Abbild ihres Kinderfreunds. Er rührt ihr kaltes Herz heftig. Besitzen. Ich will ihn 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 besitzen und an seinem Schwanz ziehen und vielleicht auch heimlich seine Schnurrhaare abschneiden. Ich nenne ihn Kater. Ich liebe seine Unzulänglichkeit, seine faule Haut, seinen Schlaf in den Augen am Morgen. Ich nenne ihn Kater und will ihn quälen, aber nur manchmal und meistens will ich für ihn sorgen. Mein Kater, mein Tier,
mein Experiment. Ich habe mal was Schlimmes gemacht. Das war zusammen mit meiner besten Freundin. Kater Dick war in der Küche und die Eltern auf der Arbeit und wir beide haben eine Schere genommen und Kater Dick die Schnurhaare abgeschnitten. Bedächtig hatte meine Freundin das Tier in ihren Schoß gedrückt. Sie war ganz ruhig gewesen, obwohl Dick sich mächtig wehrte. Sie drückte das Tier in ihren Schoß und ich nahm die Schere und schnitt immer kürzer, während Dick schrie. Eigentlich konnte es dem Tier nicht wehgetan haben. Haare haben ja keine Nerven, aber irgendwie war die Situation verstörend. Eine irrsinnige Erregtheit, ein Gefühl der unbändigen Macht durchströmte uns beide. Das Tier schreit und wir können alles mit dem Ding machen. Später am Abend wurde ich von unerträglichen Schuldgefühlen geplagt. Der Rausch war verflogen und nur dieser animalische Ekel geblieben. Und ein paar Kratzer, die infektiös brannten. Dick starb wenige Tage später, wurde von einem Auto überfahren. Wie überrascht meine Mutter war über diesen stark gestutzten Schnurrbart. Natürlich verdächtigt sie umgehend ihre Tochter, ihre einzige, das Miststück. Ich stritt alles ab. Niemals würde ich dem Kater, dem Spion, den Schnurrbart verstümmeln. Meine Mutter erkannte meinen Redeschwall sofort als Schuldeingeständnis und holte einmal Luft, schaute mich an und sagte: Du hast ihn getötet. Ohne Schnurrbart hat ein Kater keinen Orientierungssinn. Ohne Schnurrbart kann er nicht überleben. Ohne Schnurrbart rennt er halt unter ein Auto und ist tot. Findest du das gut? Komm her zu mir, du deutsches Mädel. Ah? Du machst mich ganz verrückt mit deiner geilen Uniform. Hey. Also du bist ja sonst schon generell auch charakterlich eher eine starke Frau, gell? Darf ich mal deinen Bizeps anfassen? Ich muss speisen. Ja. Ist gut, Chef. Frauen in Uniform sind schon was Schönes. Darf ich vielleicht noch ein Foto für Ihnen machen? Darf ich dich auf was einladen vielleicht? Sie möchten von mir ein Foto. Boah. Von so einer darf ich mich auch verhaften lassen. Bist du sicher, dass du nicht mit zu mir willst? Ich hab die ganze Bibelsaga auf DVD. Du musst dir mal Ah, so geile Tipp. Die Uniform, das macht's ins Fleiß. Ich hab einen Spitz. Bist du das auf Seite 93? Kann ich Autogramm haben? Was anderes fällt dir nicht ein, Marianne, hä? Kater? Kater? So schauen also deine Überstunden aus. Und sowas Oder bei dem Halt Stümperverein. deinen Mund, lass mich das regeln. Kater, es tut mir leid, das war nichts. Die haben mich einfach hier gerade nur alle überfordert. Ja, natürlich. Natürlich. Scheiße. Hast du was zu sagen? Hab ich dir gerade gesagt. Sowas lässt du dir von so einem Loser sagen? Loser seid ihr, wenn ihr nicht einmal die Tatwaffe direkt vor eurer Nase seht. Was soll das heißen? Schau mal, was ich gefunden habe im Wald.
Wahnsinnig. Bist du wahnsinnig? Wo hast du das her? Wo hab ich denn das her? Du machst mich noch wahnsinnig. Mit dir hält's doch kein Mensch aus. Das ist mein Job, nicht dein Job. Versteh das doch. Du bist nicht von der Polizei. Ich halt's mit dir nicht mehr aus. Lass deine Finger weg davon. Brunner, gib mir das. Alter, das ist Geburtstagsgeschenk von meinem Bruder. Ah ja, ihr zwei Kiffer, hab ich auch schon gefilmt. Gib das wieder her, das hast du geklaut. Sag mal, müssen wir jetzt du. hier Verstärkung anfordern oder kennt ihr es zwar das Regeln? Nehmt ihr mir endlich das Messer weg. Das ist ein Tiroler Tatort da oben. Also so Brunner, überhaupt keiner was Gib mir das Messer. finden gehabt haben da oben. Das. Kein Wunder, dass wir es jetzt finden am Tatort. Jetzt auf damit. Marianne, Gib geh mir weg. das Komm, Messer. ich mach das schon. mich in Ich Ruhe. mach das schon. Gib mir das auf! Oh, Scheiße. Brunner, leg das sofort weg. Ich stell dich in Sicherheitshaft. Ich meine das ernst. Leg das jetzt hin. Leg das hin. Ja, Leg das hin. Ja, Leg das leg's weg. Alter. Leg das weg. Du bedrohst deine eigene Frau. Leg das hin. Leg das hin. Ich will Drei hier nicht Schritte. gefilmt, nicht filmen. Da wird nicht gefilmt. Brunner. Handys weg, Leute, Handys weg. Es wird nicht. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Was mischt ihr euch in meine Arbeit ein? Ihr stellt euch jetzt alle an die Wand. Rücken zu mir, Hände an die Wand. Da sind wir bei der NS jetzt, ja? Hände an die Wand. Hände an die Wand. Andersrum. Seid ihr bescheuert? Ach so. Ja. Und zwar Dalli Dalli. Und du, Brunner. Und du. Mit dir rede ich nachher. Diese ganzen Tiroler haben doch den Arsch auf. Was wollen die denn? Es geht hier um einen Mordfall. Vielleicht kann da jemand was tun. Hallo? Wenn du scheiß Sexist mich jetzt auch noch beleidigst, dann kommst du gleich mit Brunner in den Knast, okay? Stell dich an die Wand. Risi, gib mir noch ein Bier, bitte, ich brauche jetzt Was eins. soll ich das noch sagen? Ich stehe ja schon, ich Beine hoch und würde ja ausschauen. Komm, Chef, wir machen da jetzt einfach. Und du hast nichts zu sagen, oder was? Musst du wieder alles alleine machen? Risi, Futter Mojito noch für ihr. Geh weg von mir. Friede! What the fuck? Hey, was machst denn du auf? Das ist aber nicht gut, wenn du auf bist. Kim, du solltest dich wieder hinlegen. Du bist ja total fertig. Schau, Kim, jetzt setz dich wieder auf die Couch. Da sitzt dich wieder her. Was ist denn los mit dir? Schau dich mal an, du bist ja total fertig. Was hast du denn da aufgeführt gestern? Was soll das? Was soll was? Du hängst ja bei mir total fertig und halb nackt. Ich gehe jetzt. Ich weiß nicht, wo du hingehen willst. Du bist ja total, du kannst ja gar nicht mal gerade gehen irgendwo hin. Du kannst sicher nirgends hingehen.
glaube, das war was anderes, das Bier, was du mal gegeben hast. Was? Ja. Ich kapiere überhaupt nicht, um was es geht gerade. Du solltest gescheiter da bleiben. Du bist ja total hysterisch und außer dir. Was bist denn du für einer, sich so fertig machen am Abend davor und dann nicht mehr wissen, was los war? Sorry, aber ich weiß echt überhaupt gar nicht, um was es geht. Willst du jetzt mir die Schuld geben für das? Immer probieren sie es doch, aber es offensichtlich ist, dass es nichts bringt. Süß. Bleib da. Lass mich. Was ist nur mit dir? Bleib stark mit mir. Was ist denn mit dir? Hast du jetzt genug? Oder willst du noch einmal probieren? Bitte lass mich. Bitte. Ich lass dich schon noch früh genug. Schon wieder, jetzt reicht's aber langsam mit dir, als ist echt gar nicht mehr lustig. Die hätte wohl mehr geben müssen, ha? Du kannst gehen, wenn ich krieg, was mir gehört. Was machst du? Bitte. Bitte. So ist er nicht die ganze Zeit. Bringst du mich um? Nein, das ist überhaupt nicht das, wonach es ausschaut. Bitte, du bringst mich um. Bitte lass mich gehen. Ich hab zwar kleine Kinder. Bitte. Was? Echt? Bitte. Hast du mir wirklich nicht? Zusammenreißen können Sie mal. So nervig, das kotzt mich so an. Das ist mir schlimm sein. Zipfel aus. Bitte lass mich gehen. Geht's gut. Zipfel aus. Aber geht's gut. Zipfel aus. Aber Was machst du da? Bitte. Zipfel aus. Aber